Hallo ihr Lieben, heute ist wieder mal ein Tag, wo ich so eine innere Unruhe verspüre, eigentlich Lust habe, was zu machen, aber ich weiß auch gleich, ich habe nicht sehr viel Geduld und Ausdauer heute. Ich versuche einfach mal etwas auf einem Aquarellpapier. Da ich das Papier später sehr strapazieren werde, grundiere ich es erst einmal gründlich mit Acrylbinder. Ich nehme diesmal matten Acrylbinder. Das muss alles gut trocknen. Zum Lockerwerden beginne ich einfach mal mit einem Buntstift, ein Polychromos, aber ihr könnt auch einen anderen Buntstift oder Bleistift nehmen. Einfach mal eine freie Linie. Und es kommt mir heute mehr auf die Bewegung an. Ich lasse da meiner Fantasie bzw. meinem Bewegungsimpuls freien Lauf. Das gleiche noch einmal mit einem Stück Kohle. So, jetzt muss ich erstmal meine Hände waschen und dann fixiere ich diese Linien mit einer Schicht Acrylbinder und ihr seht, die Kohle verschmiert und das ist so gewollt. Ich arbeite schnell und ohne lange zu überlegen. Solange die Schicht noch feucht ist, versuche ich mit einer Kreditkarte hineinzukratzen. Gerne spielt euch auch passende Musik dazu. Das bringt euch in Bewegung. Neue Idee, ich sprühe Wasser auf. Mit dem kalten Föhn verpuste ich das Wasser über die Oberfläche, ohne es vollkommen zu trocknen. Das Küchentuch saugt das Wasser auf und nimmt dabei Pigmente mit. Es entstehen helle Flecken. Durch Zufall hat sich in der Mitte eine Art Herzform ergeben. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen arbeite ich einfach mit derselben Technik weiter. Ups, das wird etwas sehr dunkel. Mal sehen, was daraus wird.
Nochmal etwas Wasser darauf. Mit einem feuchten Papiertuch versuche ich es noch etwas aufzuhellen, was nur begrenzt gelingt. Da muss ich mir etwas Neues überlegen. Wir gehen mal näher ran, aber es sind zu viele Strukturen, die ich jetzt übereinander gelegt habe. Das ist mir ein wenig zu viel. Ich überlege und finde eine Lösung. Ich habe einfach mit einem breiten Pinsel Gesso über die Oberfläche gestrichen und nun schabe ich wieder mit einer Kreditkarte oder einem Spachtel erneut hinein. Das macht richtig Laune. Und weil es so schön war, nochmal Linien mit Kohle und Stift. Heute will ich es mal richtig auf die Spitze treiben. Noch einmal mit Binder fixieren und verschmieren. Hineinkratzen. Und die feuchten Stellen nochmal wegsaugen. Jetzt kommen erstmal die Klebebänder vom Rand ab. Dann kann ich das Bild auch mal drehen und besser beurteilen. Das hat Potenzial für mich. Mal schauen, was mir dazu einfällt. Ich möchte im monochromen Schwarz-Weiß bleiben und mische mir ein dunkles Grau. Damit möchte ich einige Bereiche übermalen.
Die Binnenstrukturen sind mir noch etwas zu kontrastarm. Mit meinem schwarzen Buntstift kann ich diese noch etwas verstärken und etwas mehr Kontrast hinzufügen. Hier kann man gut sehen, dass die Strukturen des Aquarellpapiers beim Zeichnen und Wegschaben deutlicher hervortreten. That's it. Was soll es sein? Keine Ahnung. Ein Ausdruck meiner Stimmung vielleicht? Oder ein wildes Gewusel des Oktopus? Wer weiß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ein bisschen Inspiration und ihr freut euch vielleicht auch schon mit mir auf mein nächstes Video. Bis dahin. Tschüss.